Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Porsche-Freaks. Also heute haben wir hier wirklich ein absolutes Highlight. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie sowas überhaupt möglich ist. Wir haben ja ein Porsche 911 Turbo mit original 11.000 Kilometern. Jetzt sehe ich gerade, die Lenkung ist nicht ganz eingeschlagen, es muss ja perfekt sein. Also ich habe noch nie ein Auto gesehen, was 30 Jahre im Erstlack war bei Porsche, 11.000 echte Kilometer hat, die man tatsächlich belegen kann und sich in einem Neuzustand befindet. Man riecht das auch bei dem Auto, wenn man reinsteigt. Das Auto hat ja 300 PS, er war seinerzeit legendär. Und habt den erkannt immer hinten an der Turboschaufel, das ist ein echter Turbo, hinten auch verbreitert. Das Auto ist Baujahr 88, das ist also ein Viergang. Also ich möchte euch vielleicht mal das Interieur zeigen. Schaut euch das doch mal hier an. Er hat dieses ganz seltene Nadelstreifen-Velour. Ist so gut wie gar nicht bestellt worden. Schaut euch das mal an, das ist neu. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was so alt war. Und jetzt ist da vorne Dreck drauf. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was sich in so einem neuen Zustand befunden hat. Das ist eine deutsche Erstauslieferung. Er hat 11.000 Kilometer Auto seinerzeit in Göppingen ausgeliefert worden. Und ist dann ein paar Jahre gefahren worden, lückenlos Checkheft gepflegt und dann bei Kilometer 6.000 oder 7.000 für 20 Jahre perfekt eingelagert gewesen. Und wenn man ein Auto wirklich perfekt einlagert, dann sieht er auch nach 20 Jahren noch aus wie neu. Dann hat er bei Porsche eine Inspektion bekommen und ist weiterverkauft worden mit 10.500 Kilometer, irgendwie sowas. Und der heutige Besitzer hat ihn aber nicht eintragen lassen. Das heißt, das Auto ist eigentlich immer noch ein Eintrag im originaldeutschen Brief und sieht dann so aus. Also schaut euch das wirklich mal an. Die Fuchsfelgen sind neu. Das gesamte Interieur, wenn ihr hier vorne mal seht, das Auto hat keinen Steinschlag. Der Wagen hat wirklich überhaupt nichts, wo man sagen könnte, er ist gebraucht. Schaut euch mal an, wie die Griffe hier sind. Ich glaube, da war ich der Erste heute, der die Tür überhaupt zugezogen hat. Das ganze Armaturenbrett, leider kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie der riecht, aber er riecht wirklich neu. Auch die Schaltung, schaut euch mal den Schaltknauf an, Viergangschaltung, das ist nicht abgenutzt. Also wir haben am Anfang wirklich das erst nicht glauben können. Also wir haben auch gesagt, hör mal zu dem Eigentümer, das kann doch nicht sein, der ist doch bestimmt schon mal überlackiert worden. Haben aber dann gefunden, dass er eine Art Zweischicht-Lack bekommen hat. Uni-Schwarze sind ganz selten gewesen 1988. Das ist ein Uni-Schwarzer, der hat diese Zweischicht-Lackierung, hat also ein bisschen mehr Mühe und wir haben also wirklich überall genau nachgeguckt. Der Wagen ist fabrikneu und wirklich bis ins letzte Detail original. So, ich mache euch mal hinten die Haube auf, ich zeige euch das mal, wie das aussieht, wie ein Motor aussieht, der wirklich einem Jahreswagen entspricht. Schaut mal, hier ist der riesige Turboflügel. Da ist ja der Ladeluftkühler drunter. Schaut da bitte mal rein. Das ist eigentlich ein Auto, da hat man das Gefühl, der ist vor einem Jahr gebaut worden. Ob das die Aufkleber sind, die ganzen Gummidichtungen. Es ist nichts kaputt an dem Auto. Es ist kein Amerikaner, es ist ein deutsches Auto. Er ist vollständig im ersten Lack. Also ich bin ums Auto rumgelaufen. Ich habe geguckt, ob man da irgendwelche Kanten findet, wo er anlackiert ist oder was. Wir sind ums ganze Auto rumgelaufen. Die haben wirklich nichts gefunden. Also man kann, glaube ich, sagen, das ist ein Sensationsfund. Ein originaler deutscher Turbo mit wirklich 11.000 Kilometer in einem Zustand, das ist einmalig. Und deswegen haben wir jetzt auch gar keine Probefahrt damit gemacht. Der sprang natürlich schlagartig an und alles super. Aber ich traue mich ja gar nicht, bei dem Auto 1 Kilometer drauf zu fahren. Ich meine, das ist natürlich der Nachteil, wenn man ein neuwertiges Auto hat. Schaut euch das mal an, auch von dieser Seite hier. Ob das Lederlenkrad hat, was neuwertig ist. Die ganzen Armaturen, es ist wirklich alles neu, da ist nichts angelaufen, da ist kein Schmutz irgendwo von innen. Der Wagen muss auch wirklich 20 Jahre perfekt konserviert gewesen sein. Guckt euch den Fahrersitz an, das ist alles neuwertig. Ich hatte damals schon elektrische Sitze gehabt, das könnt ihr hier unten sehen. Neu, da sind keine Risse drin, da sind keine Knitter oder Falten. Der Stoff ist noch dunkel, der ist nicht von der Sonne ausgeblichen. Also das Auto befindet sich im absoluten Jahreswagenzustand. Und als echter 3,3 Liter Turbo, glaube ich, ist das eine wirkliche Rarität. Ich habe einen Porsche in dem Alter noch nie in dem Zustand gesehen. Und ich habe schon viele schöne Porsche gehabt und auch gesehen und gefahren, aber sowas, das habe ich noch nicht gesehen. Also das ist ein wirkliches Highlight. Also selbst ein restauriertes Auto kann ja nicht so gut sein.
Und der ist original. Der hat kompletten ersten Lack, erstes Leder, erste Teppiche und er riecht noch wie bei Auslieferung. Ich hatte seinerzeit selber mal ein Auto, eigentlich kein Turbo, den konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte einen normalen Carrera, aber ich weiß noch, wie die riechen, wenn sie neu sind. Schaut euch mal hinten die Lichtleiste an, wo Porsche draufsteht, ist alles neu. Das ist alles so, als ob es eben gerade produziert wurde. Auch die Gummis sind neuwertig. Also die müssen wirklich eine perfekte Arbeit gemacht haben, den Wagen so einzulagern. Man kann das nicht besser machen. Und dann hat er diese Zweischichtlackierung. Sieht ja aus wie Klavierlack sieht das aus. Und zwar das ganze Auto. Wir haben überall geguckt, ob wir Steinschläge finden oder ob irgendwas ist. Also ich wüsste nicht, was ich euch sagen könnte, da ist was nicht in Ordnung oder da ist was nicht in Ordnung. Der Wagen ist neuwertig. Er ist wirklich neuwertig. Und was wir jetzt machen werden, wir werden ihn nochmal richtig tiefenpolieren, perfekt aufarbeiten. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber dann können wir euch versichern, wenn er hierher kommt und an dem Wagen Interesse hat, der Wagen ist wirklich ein Neuwagen. Also man muss das wirklich so sagen. Man merkt es auch, wie er läuft, wie er anspringt. Ein tolles Auto. Ja, was habe ich noch vergessen euch zu sagen? Nö. Ist ein Auto für eine Sammlung, dass er 5 Sekunden bis 100 braucht, das wisst ihr ja. 300 PS hat er auch. Fährt 260 Spitze. Ist ein 4-Gang-Turbo. 89 gab es ja dann den 5-Gang-Turbo. Hat diese wunderschön polierten Fuchsfelgen drauf. Also es zeigt sich wirklich alles im neuwertigen Zustand. So, schaut mal hier rein. Jetzt habe ich euch mal kurz den Tankdeckel geöffnet. Das ist ja mit dieser kleinen Gummilasche, kenne ich auch noch von früher. Guck mal hier, das ist alles neu. Hier ist ein bisschen Staub, der ist jetzt auch weg. Neues Auto. Wirklich neues Auto. Nee. So, hier vorne ist der geöffnete Kofferraum. Also die Haube, Motorraum. Motorraum ist ja hinten. Alles original, nie benutzt. Original Porsche, Bordwerkzeug mit Fahrgestellnummer. Also an dem Wagen ist alles absolut perfekt. Ich glaube, besser geht's nicht. So. Zumachen tun wir nachher, das ist mir zu kompliziert. So, was haben wir hier drin? Naja, das müsst man vielleicht mal gucken. Das ist natürlich noch das Original, also für den Fall, dass man einen Unfall hat oder von der Firma HEP auch noch das originale Verbandszeug. Ja, und sonst sind sämtliche Details an dem Auto, ob das die Stoßdämpfer sind für die Haube, es ist alles neu. Nur das hier kriege ich jetzt nicht mehr zu. So. Alles vorhanden, es ist alles so, wie es original gehört, so wie er gebaut wurde. Tja. Ja, original, Porsche Bordbuch aus der Zeit, Checkheft gepflegt, Betriebsanleitung, ebenfalls neuwertig. Nicht? Das könnt ihr hier sehen. Guck mal, da sind die Stempelchen drin, Erstbesitzer eingetragen, Fahrgestellnummer. Also es ist alles vollständig und original, so wie es 1988 das Werk verlassen hat. Deutsches Auto, original schwarz, Volllederausstattung. Das ganze Leder ist weder verblichen noch irgendwo defekt oder kaputt oder verkratzt, gar nichts. Schaut hier nochmal bitte ins Interieur, also ich meine, das ist wirklich zeigenswert, das ist sehenswert. Ich habe einen Turbo noch nie in der Qualität gesehen. Es sei denn früher, wenn die bei Raffai in Hamburg, ich komme ja aus Hamburg, da gibt es die Firma Raffai, wenn die neu im Laden gestanden haben, habe ich sie bewundert, konnte ich mir damals aber nicht leisten. Aber dass wir sowas nochmal in so einem neuen Zustand bekommen, wo auch das Plastik nicht kaputt ist. Also auch wenn man unten, da wo die Klimaanlage ist, wo die paar Kassetten sind, auch das ist ja alles neuwertig. Also wirklich egal, wo man da guckt, der Wagen macht einen völlig unbenutzten Eindruck. Vollkommen unbenutzt. Tolles Auto. Wirklich tolles Auto. Also wirklich sensationell. Also das Auto gehört wirklich in eine gute Sammlung. Und ich weiß nicht mal, ob bei Porsche Museum so ein toller Turbo steht. Ich glaube nicht. Also bekannt beim Turbo ist ja diese große Gummilippe hinten. Schaut euch mal an, in welcher Qualität die ist. Die ist neu. Die ist normalerweise immer zerschossen oder irgendwie etwas heller oder das Plastik hat reagiert. Ist ja wie gesagt jetzt 33 Jahre alt, ist neu. Das ganze Auto, auch wenn man hier reinguckt, das ganze Gitter ist alles neu. Also ich fasse es nicht. Man kann hier wirklich gucken, wo man möchte. Wir haben ja hier auch gedacht, das ist irgendwie neu, aber das war noch nie ab. Auch die gesamte Innenverkleidung. Hier könnt ihr sehen, der ist nicht neu lackiert. Das ist wirklich kompletter Erstlack. Wir haben es auch durchgemessen. Also es ist unglaublich. Das ist wirklich neu. Also man kann sagen Neuwagen. Wenn man jetzt mal die 33 Jahre vergisst, wir würden das Jahr 1988 Mai schreiben, würde ich sagen, ja, das Auto ist gerade gebaut worden.
In der Qualität zeigt sich der Turbo. Einmalig. Also jemand, der wirklich das beste Auto haben will beim Thema Porsche für einen richtigen Klassiker, hier steht er. 911 Turbo 3,3 aus dem Baujahr 1988 mit original 11.000 Kilometern. Das ist wirklich einmalig. Ist eine Sensation, meine ich. Ich meine, das sind ja auch so die Autos, wo ich mich total für begeistern kann, weil sowas gibt es nicht am Markt. Da kann man also jahrelang suchen und gucken. Das ist großes Glück, wenn einem sowas mal angeboten wird. Und das in der Qualität. Und das Tolle ist, der hat auch noch eine tolle Farbkombination, wie ich meine. Mit diesem tollen Interieur. Also ich bin mir sicher, das hier ist ein Einzelstück. Den Wagen wird es ein zweites Mal nicht geben so. Hinten auf den Kindersitzen in Gold gestickt, das Turbo-Logo. Hatte ja nur der Turbo. Es gibt hinten diese kleinen Kindersitze. Und auch, schaut mal hier, Material neu. Es ist wirklich neu. Und es ist nicht verblichen von der Sonne oder vom Alter, was man ja mal haben kann. Hat er alles nicht. Hat er alles nicht. Das ist vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir suchen für uns, wo wir sofort da sind. Wenn ihr solche tolle G-Modelle habt, in der Qualität, ruft mich an, die kaufe ich auch an. Solche Autos suchen wir händeringend, da gibt es genug Käufer bei uns, da bekommen wir auch wirklich interessante Preise, weil eins steht fest, so ein Wagen ist wirklich einmalig. Das begeistert mich, da mache ich gerne Filme drüber, zeige das euch auch. Ja, also wenn es sowas gibt, Stefan Luftschütz anrufen, 080 36 und dann die 70 04 und dann lernen wir uns sofort persönlich kennen. Ja, das war's, unser toller Turbo-Dreh. Also wenn ihr wieder mal so ein tolles Auto habt oder noch kennt für uns, ruft mich gerne an. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zu meinem nächsten Dreh. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Ciao.